In dieser Folge wurde wieder nach unserer Hilfe gefragt. Wir gucken, was es hier auf dem Golfplatz für Raubfische gibt. Boah, wir wurden schon ein paar Bälle geschlagen. Jetzt wird's ernst. Boah, ich glaube, die Kurve können wir driften. Wir haben einen Anruf bekommen, dass die Enten hier verschwinden. Der Besitzer hat gesagt, holt mir diese Fische raus, findet raus, was es ist. Wir haben dicke Köder dabei für große Raubfische. Die Nummer wird auf jeden Fall richtig spannend. Mal schauen, wann die Stimmung beim Langen kippt. Noch ist er eigentlich ganz entspannt drauf, aber kann sich jederzeit ändern. Ich muss halt Fische fangen. Jetzt komm, Junge, jetzt komm, beiß. Komm, Junge. Lange dreht durch. Begleitet uns bei der Folge. Viel Spaß damit und let's go! Der Golfplatz ist wirklich wunderschön, naturbelassen. Und sind wirklich 7 Teiche mindestens drauf, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Also wir haben ja ordentlich was vor uns. Und irgendwo soll ein Räuber sein Unwesen treiben. Und ich vermute mal, das wird ein Hecht sein, der die Enten hier wegsnackt. Deswegen fangen wir mit dem Hechtangeln an, oder Vicky? Yes. Ich fange an, 100 Gramm und ein Swimbait. Was machst du? Ich weiß es noch nicht. Entscheide ich gleich kurzfristig. Ich mache mir meine erste Route auf jeden Fall schnell ready. Meine Rute ist ready. Born already. Ja, den einen oder anderen Hecht fangen wir hier hoffentlich. Vielleicht sind auch andere Fische hier. Ich könnte mir auch vorstellen, Becky, dass hier mal ein Karpfen ist oder so. Safe. Vielleicht Barsch auch. Ich kann schlecht einschätzen, wie tief die Dinger sind. Aber wir werden alles ein bisschen probieren. Ja, dann machen wir das mal, oder? Habe ich noch nie gemacht. Nicht gleich so nah ran. First Cast. Boah, ist aber sehr trüb. Oh, da hinten kommen schon die ersten Golfer, Dustin. Ja. Wir müssen dort auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht so einen Golfplatz an die Einen Golfplatz an den Kopf kriegen. einen Golfball an die Birne bekommen. Weil hier ist richtig Betrieb heute, geiles Wetter. Ja. Deshalb müssen wir immer die Augen offen halten. Hier vor uns, hast du gerade was rausgeholt? Wo? Hier ist eine fette Staubwolke. Nee. Ist schon ganz schön windig. Ja, was Stört geil. jetzt hier jetzt nicht bei uns? Eigentlich mögen es die Hechte ja. Naja, geht ja an so Dinge immer völlig übermotiviert ran, weil man denkt, hier hat schon ewig keiner mehr geangelt. Da muss es beim ersten Biss direkt beißen und wenn dann die ersten 5 Würfe nichts kommt, dann ist man direkt ein bisschen enttäuscht. Na, ganz so leicht wird es hier dann wohl doch nicht. Wir haben gerade so eine Rundtour gemacht, um uns hier alles anzugucken und haben ein Briefing bekommen, wo die Enten denn regelmäßig verschwinden. Und da war es total windstill. Jetzt fangen wir an zu angeln und der Wind hat so dermaßen angezogen. Extrem. Entenfressende Monster haben wir hier noch nicht erwischt, aber wir haben gerade erst angefangen. Das ist super lustig, hier neben den Golfern zu angeln. Das machen wir auch nicht alle Tage. Kennt ihr mit Homer Simpsons die Szene, wo er einfach so in der Hecke verschwindet? Das mache ich jetzt auch. Vor Scham, weil ich noch nichts gefangen habe. So, Markus, jetzt film ich mal. Will ich mal sehen. Das war nix hier. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Nächster Teich. Gucken, ob da die Entenfresser wohnen. Ich habe noch nie gegolft. Hast du schon mal gegolft? Minigolf. Minigolf. Machen wir nachher auch mal. Könnt ihr mal sehen, wie wir uns anstellen. Ich habe ja das Gefühl, angeln können wir ganz okay. Aber golfen, da sind wir echt Legastheniker. Doch, ich glaube, das kriegen wir schon hin. Geht Spotwechsel eigentlich geiler? Abfahrt, Becky. Komm. Alter, du bist zu früh gestartet, du Hund. Kickstart, Junge. Wo bleibst du, Dicker? Ich gebe Vollgas. Mal hier, richtig englischer Rasen. So muss es sein. Aber jetzt erstmal Swimbait-Route noch mal raus. Weiter geht's. Gucken wir mal. Aber wieder ein trüber See. Was ist denn hier? Ach so, hier ist die Insel, klar. War es erfolgreich? Jetzt ja, vorher ist aber einer ins Wasser gegangen. Ah ja, Oh. okay. Bälle von mir liegen Wenn da wir ihn drin. fangen, gehen wir zurück. Soll ich mal einlochen? Lieber nicht, bevor ich den schönen Rasen noch kaputt mache. Noch nichts. Gar nichts. Kein Biss, kein Anzeichen auf irgendeinen Raubfisch bis jetzt. Oh, 1A. Ein bisschen Kraut ist schon da, oder? Kraut ist da, aber... Ein bisschen. Oh Mann, hier, genau jetzt, wenn die Kamera kommt, muss ich so einen Kackwurf machen. Ja, Oh, ich habe ihn. Yes! Und die Rute ist auch noch krumm dabei.
Die Planeten stehen gut, Markus. So, See Nummer 2. Nichts gefangen. Ich glaube aber nicht, dass hier keine Fische sind. Ich glaube einfach nur, dass wir noch nicht die richtige Taktik gefunden haben. Schwarz, richtig Kontrast hier im trüben Wasser, da kriegen wir sie. Gucken wir mal. Erstmal geht es weiter zum neuen See. Kommt man da ein bisschen runter? Ja, hier rechts sieht es auf jeden Fall Boah, sehr das gut sieht aus. sehr geil aus. Oh, was ist da? Ah, das war ein Barsch, der auf meinen Knoten geknallt ist. Okay, ich habe einen Barsch gesehen. Also ich hole jetzt mal meine Barschroute. Die werden sicher nicht die Fische dafür verantwortlich sein, dass Enten verschwinden, aber zumindest entschneidern. So, warst du ein Barsch? Schreib mal in die Kommentare, wer das gesagt hat. Warst du ein Barsch? Weißt du es? Nein. Ich ja. Und Toni von Hecht und Barsch weiß es auch. Hoppa! Können wir als Köderfisch verwenden, das denn? Aber jetzt weißt du, was hier als Nahrung drin ist. Und jetzt weiß ich auch, welche Farbe ich als Swimmer nehmen will. Der ist zu klein, den lassen wir wieder frei. Aber Ist schon mal ein gutes Zeichen, ist ein gutes Zeichen. dass hier ein bisschen Biomasse drin ist. Ja, aber der hat mit Sicherheit gar nichts gefressen. Vielleicht ein Entenei, aber Oder nicht mal das. eine Mücke. Die Entenfresser vom Golfplatz. Hier haben wir sie. Wir können dem Chef vom Golfplatz sagen, wir haben das Rätsel gelöst. Monsterbarsche sind dafür verantwortlich. Ich glaube eher, dass die Enten die Dinger fressen. Also wenn hier viele Barsche sind, dann steht hier mit Sicherheit auch ein schöner Hecht. Boah, das geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Also, ist ja Wahnsinn, wie viele Barsche hier drin sein müssen, Die oder? sind ja direkt vor deinen Füßen, du machst ja nur so Schlenzwürfe. Ja. Wir gehen, wenn ich keinen mehr fange, okay? Ja, dann können wir lang bleiben. Ich bin halt Angler, ich muss halt Fische fangen. Hopp. So, aber es ist aufschlussreich. Wir wissen, es ist Nahrung da, wir wissen, der Teich hat Potenzial, den werden wir uns nachher nochmal angucken. Tschüssi. Und einsteigen. Das erste Mal hier. Wir wissen, hier ist Fisch. Da muss was gehen. Jungs, da muss was gehen. Fisch. So, ich würde sagen, wir haben gekämpft. Wir haben das Monster nicht gefangen. Jetzt gehen wir uns erstmal stärken im Vereinsheim. Schlagen danach ein paar Bälle. Und ich würde sagen, danach gucken wir mal, ob es Karpfen gibt. Und danach angeln wir nochmal Hechte. Wir ziehen heute durch. Wir ziehen durch. Oh, das war auch alles zu schön, um wahr zu sein. Herrliche Location, die geilen Golf-Buggies hier. Habe ich mir alles ein bisschen leichter vorgestellt. So, das war bis jetzt eine Nullnummer. Haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Aber wir haben ja noch eine Chance. Und ich bin mir sicher, wir fangen heute noch was. Bist du dir sicher? Ja. Ja, das ist schon mal gut, weil wenn der Lange das im Gefühl hat, dann klappt das meistens auch. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir gleich was zwischen die Kiemen bekommen. Jo. Ja, hier, Golf, das Clubhaus. Golf 51, merkt euch, ne? Wenn ihr, ich kenne nicht so viele Golfclubs, aber der ist wirklich allererste Sahne. Den direkt? So, ich muss mich ausziehen, ist zu warm. Wenn ihr die neue Weste noch nicht abgecheckt habt, checkt mal ab. Die Qualität ist echt richtig krass. Ich ziehe die meistens als Midlayer an mittlerweile, aber jetzt in dem Fall auch gerne außen. Verlinken wir euch natürlich wie immer. Und meine Lieblingshose auch, die 3L Softshell-Hose. So 10.000er Wassersäule, wenn es wie heute Morgen so leicht regnet und so. Ist perfekt. Aber jetzt werden wir erstmal was essen. Dann werden wir ein paar Abschläge machen, oder, Becky? Ja. Und dann Karpfen fangen und dann noch ein paar Hechte. Das hört sich nach einem Plan an. Wenn wir das auch alles so umsetzen, dann bin ich happy. Jo! So, Markus, film mal nach da. Ja, siehst du, was da steht? Da steht das nächste Sidequest. Ich kann das nicht. Kannst du es? Hast du es schon jemals gemacht? Nein. Ihr dürft mal jetzt gleich bewerten in den Kommentaren. Von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist super, wie wir uns angestellt haben. Los, komm, ich hab Bock. So, Becky, nimmst du die Schläger? Jo. Guck mal hier, Driving Range. Boah,
Hier wurden schon ein paar Bälle geschlagen. Jetzt wird's ernst. Das war gar nichts, Alter. Oh Mann, warum kann ich denn das nicht? Da sieht man dich schon. Boah, auch nicht schlecht. Ich bin noch ein bisschen verplant. Ich mache hier mehr Boden. Was machst du? Boah. Boah, Alter! guck mal. Warum kann der lange das so gut? Kann- Ja, so langsam wird's besser, aber das will ich nicht zu laut sagen, weil dann wird der nächste immer scheiße. Oh, Achtung, die fliegen auch ein bisschen in deine Richtung. Oh, Becky, der liegt noch da. Scheiße. Oh Mann. Das ist jetzt. Oh. Das war Kopf. Boah. Das sind durch. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, wäre ich so gut wie du, hätte mir das glaube ich auch so viel Spaß gemacht. So gut ist übertrieben. Ey, du hast schon echt saugut getroffen. Wir waren alle gut. Wir waren alle gut. Alle saugut. Aber wo wir richtig schlecht waren, war das Fischen. Deswegen müssen wir erst ein paar Fische fangen. Ich hoffe, das Let's klappt go. bei mir besser als das Golfen hier. Lange ist uns auf den Fersen. Markus, wir müssen Gewicht verlieren. Kannst du irgendwas abwerfen? So, erfolgreich gegessen. In meinem Fall semi-erfolgreich gegolft. Du hast sehr gut gegolft. Naja, Und jetzt wird wieder geangelt. So, erster Wurf nach der Pause. Wir müssen aber jetzt hier irgendwo mal Fische finden. steht es auch nicht, ey. Ich bin am Verzweifeln. Ich bin am Verzweifeln. Nach der Mittagspause geht es genauso weiter wie vor der Mittagspause. Wir sind gerade echt ein bisschen ratlos, was wir machen sollen. Kann ja nicht sein, dass hier gar nichts beißt. Das sind so schöne Biotope hier. Hier ist alles gegeben, damit sich auch ein schöner Fischbestand entwickelt. Ja, wir sind langsam am Verzweifeln. Und wir machen jetzt eine Verzweiflungstat. Wir haben nämlich einen kleinen flachen Pool gesehen, wo wir Karpfen gesehen haben. Und da werden wir es jetzt mal ganz kurz auf Karpfen probieren, dass wir zumindest ein paar Fische fangen. Hei, 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 hei. Das ist unglaublich. Sieht ja alles so gut aus. Aber wir fangen einfach nichts. Das ist doch unglaublich. Mann, ey. Und wir sind ja uns hundertprozentig sicher, dass hier regelmäßig Enten verschwinden. Und auch, wir haben Kleinfische gesehen, wir haben kleine Barsche gefangen. Hier müssen Hechte oder Welse oder irgendwas drin sein. Okay, und jetzt 190 Grad Kurve. Oh, ey, wirklich. Was war eine 90 Grad Kurve? Glaubt mir, wir gehen dem weiter auf den Grund, bis wir rausfinden, was es war. Wir angeln jetzt auf Karpfen, die hier rumstehen. Und zwar, Mit Schwimmbrot. mal gucken, ob die darauf Bock haben. Das wäre so geil. Stell dir mal vor, wir fangen jetzt so ein Ding hier. Ja, wäre schon mal ein Trostpflaster. Müssen wir erst mal werfen können, das Ding. Ich sehe gar keinen mehr. Ah, da ist einer. Da hinten am Ufer, aber. Als wir gekommen sind, haben wir die Karpfen vor unseren Füßen im flachen Wasser gesehen. Kaum hatten wir die Angel in der Hand, waren die alle verschwunden und sind auch nicht mehr zurückgekommen. Oh, heute Angeln läuft irgendwie nicht. So gar nicht. Mal schauen, wann die Stimmung beim Langen kippt. Noch ist er eigentlich ganz entspannt drauf, aber wir gehen jetzt noch mal an einen anderen Teich, wo wir vorhin auch Karpfen gesehen haben, weil das war jetzt hier schon mal eine absolute Nullnummer. Nicht mal Karpfen stalken können wir. So geil. Vorher alles gesehen, alles plötzlich alle weg. Ganz schön hart, ey, dass wir hier gar nichts auf die Kette kriegen. Ach, kommt noch, Dicker, kommt noch. Meinst du? Scheiße! Der Lange ist schneller als ich. So, nächster Spot. An dem See waren wir vorhin schon mal. Schauen wir mal, ich habe einen Crank wieder dran. 75er, Shallow Runner. Was angelst du? Ja, kurz ein Chatty. Warrior. Fisch! Ja! Nee, krieg so. Der erste Hecht. So, da ist er.
Also der hat noch mit Sicherheit keine Ente gefressen. Aber der erste Beweis, dass Hechte da sind. So, der ist wirklich noch viel zu klein. Schnell zurück, großer. Hopp. Ah, Wecki. Das ist noch nicht die Zielgröße, aber Petri. Dank. Oh, mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht, als du Fisch gerufen hast. Warum? Keine Ahnung, Aufregung. Ich habe gedacht, jetzt haben wir den kapitalen Golfplatzhecht hier. Ja, nee, so Kapital war er nicht, da hast du recht. Aber ist doch geil. Ja, aber wo die klein sind, ich meine, da ist ja Nachwuchs. Die besetzt ja hier keiner irgendwas. Der muss ja irgendwo herkommen. Der muss ja Eltern... Oh, nee, war nix. Der muss ja Eltern haben, weißt du, was ich meine? Oh, guter Biss. Echt? Ja. Oh, oh, das war ein guter. Oh, hast du das gesehen? Oh, das war auf jeden Fall ein größerer. Oh, Mann, ey. Vielleicht muss ich einen Trailerhook ran machen. Ist das ärgerlich. Ne, das ist so krass. Wir haben hier die ganze Zeit geangelt. Kein Biss bekommen, nichts. Und plötzlich geht's los. 4 Kontakte, 4 Hechte und der letzte, der hat sich schon besser angefühlt. Deutlich besser. Oh, ist das ärgerlich. Aber es macht Mut. Es macht Mut, dass wir hier noch einen dicken fangen. Ich hatte auch einen kleinen. Oh, war das ein Biss! Echt? Das war ein großer Fisch, Junge. Oh, war das ein Biss. Junge, das war ein richtig großer Fisch, Wecki. Alter. Warum kriegt man so viele Fehlbisse? Ey, der Biss war geisteskrank. Junge, ich hab gerade gestoppt, da ist der reingepfeffert. Mann. Achtung. Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Kämpfst den ganzen Tag, kriegst diesen brutalen Biss und dann kommt da nichts bei rum. Ist krass, dass die plötzlich so on sind, ne? Ja, guck mal, wir hatten jetzt hier 5 Kontakte oder so. Ja, kann aber auch in 10 Minuten wieder total off sein. Ja, kann natürlich sein, aber kann auch sein, dass die jetzt den ganzen Abend fressen. Mann, ey, fuck. Gibt's doch nicht. Ist das scheiße, Alter. Ist das scheiße. Ghost 80. Goodbye. Ah, Fisch! Auf den Tron. Die großen verliert man, die kleinen fängt man. Da ist er. Noch so ein Kämpfer. Ganz hell hier, ne? Schade. Nicht groß genug, ey. Der große, den ich vorher hatte, der war natürlich viel besser. Naja. Hopp, wo ist er? Zu klein. Mann. Jetzt dachte ich, jetzt ist der Große eingestiegen. Aber nee. Ja, sehr ärgerlich. Den Großen habe ich hier auch nicht mit dem Swimweight noch bekommen. Die Fische scheinen jetzt aktiv zu sein. Irgendwas hat die jetzt motiviert, dass sie beißen. Und wir probieren mal noch einen anderen Teich aus. Einen Entenfresser müssen wir dem Chef hier vom Golfplatz heute schon noch präsentieren. Sonst sagt er, hey, ich habe hier die Profis eingeladen. So hat er das gesagt. Wir wollen uns nicht selbst als Profis bezeichnen. Und ihr fangt nichts. Was soll denn das? Ein bisschen Gas geben. Oh. Das ist kein Autoscooter. Schade eigentlich. Da hättest du Bock, wa? Ja. So, neuer Spot, neues Glück. Fisch! Oh. Noch so ein Schniepel. Also Frequenz haben wir jetzt. Die Größe fehlt nur. Mann ey. Das war aber auch so ein Reinhängebiss, wie so von so einem richtig kleinen Fisch halt. Schön.
Hast du was, ja? Sieht gut aus. Warum passiert das immer, wenn der Markus mit der Kamera angedackelt kommt? Das ist halt, ja, passiert nur, wenn die Kamera da ist, stimmt. Oh, Glück gehabt. Jetzt fängst du an. Es macht Spaß. Ich muss echt sagen, es macht Spaß, das zu erkunden, weil man vorher ja und auch die Besitzer nicht wussten, was ist hier eigentlich drin. Wir haben jetzt gesehen, Becky hat eine Rotfeder gesehen, ich habe Barsche gefangen, wir haben Hechte gefangen und wir haben Karpfen gesehen. Wie kriegen wir die Großen ans Band? Hier sind Große drin. Der Biss war groß. Ich habe einen Großen im Drill verloren. Hey, fahren wir weiter. Hör auf. Hör auf. Aua, du fährst mir über den Fuß. Los geht's. Ich würde so gerne den langen überholen. Es nervt mich so, dass das Ding nicht schneller ist. Ich leg hier mal ein Turbo ein. Wir müssen irgendwie noch ein bisschen mitrudern. Fasan! Boah, da sind Fasane. So, letzter Spot, Becky. Sieh, weil da hinten kommt auch dick Regen. Ich will direkt bitte da hinwerfen, wo ich gerade den fetten Biss hatte. Ah, jetzt komm, Junge, jetzt komm, beiß. Komm, Junge. Der lange dreht durch. Letzte Chance für den Dicky. Die sind heute einfach nicht aktiv. Die sind drin. Wir hatten sie zwei, dreimal drauf. Ja! Oh, der ist besser. Der ist ein guter Fisch. Guter Fisch? Kescher? Ja, ist auf jeden Fall größer. Ja, der ist groß. Also größer auf jeden Fall. Ja, der ist groß. Ja, sie werden etwas größer. Noch nicht Ich habe bis nicht mal gemerkt. Ne? Golfplatzmonster, aber sie werden größer. Ja, der frisst auch noch keine Ente, oder? Schön im Golfplatz hier. Der erste, was ist das? 65er Hecht. So, am Feierabend hat es jetzt noch mit einem ganz anständigen Hecht bei dir geklappt, Dustin, aber die Mission ist damit noch nicht erfüllt. Nee, Mission ist nicht erfüllt. Deswegen machen wir jetzt Feierabend, stärken uns für morgen, gucken, dass wir den 80er Fisch fangen und gucken auch, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Karpfen rauszimmern. Ja, eigentlich hatten wir ja geplant, morgen an die Elbe zu fahren, aber das Machen wir müssen nicht. wir jetzt vertagen. Weißt du, was wir jetzt noch machen? Wir fahren jetzt ganz schnell noch dahin, wo die Karpfen standen. Im letzten Abendlicht. Wir Intes müssen runter. Da holen wir uns jetzt noch einen Karpfen. Becky so, oh nein, Du bist ja zuversichtlich. gar keinen Bock. Bis wir da sind, ist es glaube ich dunkel, aber ja, komm. Ach, Becky, Alter. Dunkel. Im Dunkeln beißen die Karpfen am besten, solltest du am besten wissen. Ab, Marsch. Werf einfach mal ein Stück Brot ran, ob die reagieren. Nee, wir müssen uns anschleichen jetzt. Ist keiner da, Becky. Ist keiner da. Nee. Komm, wir gehen weiter stoppen, Becky. Dass der lange immer so übermotiviert sein muss. Und das auch noch kurz vor Feierabend. Wir könnten schon im Restaurant sitzen. Becky, komm. Ihr seht's, wie naturbelassen teilweise dieser Golfplatz ist. Saugeil. Ich sehe einen Rücken. Siehst du einen? Ich glaube, ja. Siehst du das? Oh, scheiße, der hat uns mitgekriegt. Jetzt fängt es an zu regnen. So, das war's für heute. Morgen geht's weiter. Mein Ziel morgen noch größer. 80er Hecht, ein Karpfen. Ich würde gerne überhaupt mal ausfangen. Hast du noch nichts heute? Ja, ich habe einen vor den Füßen verloren. Aber selbst wenn ich den gelandet hätte, Ja, egal. wäre das auch nichts gewesen. Alex! Also, für uns eine ganze Nacht, für euch eine Blende. Ihr seht zurück im Golfkart. Das Wetter ist noch schlechter geworden als gestern. Es stürmt und regnet. Aber unsere Mission, den 80er Hecht zu fangen, ist noch offen. Hier auf dem Golfplatz. Deswegen viel Spaß mit dem zweiten Teil. Let's go! Becky, motiviert? Los geht's. Ja, geht. Ich bin noch ein bisschen steif, noch ein bisschen
Mir ist ein bisschen kalt, ich bin noch nicht so richtig wach. Aber das ändert sich jetzt gleich. Oh. So, Becky. Erster Spot. Womit fängst du an? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache einen Swimmate, weil wir brauchen ja einen groß. Ich nehme heute auch, aber statt der Casting auf Karpfen meine Spinning. Ja, kannst viel besser mitwerfen. So. Ghost. Bist du ready? Oh, Ghost. So, auf los geht's, los. So richtig geil stehen ist aber nicht, ne? Aber es geht, ja. Es geht. Oh ja, geil. Ab durch die Hecke, Leute. Oh, liebe ich ja. Auf einem Dienstagmorgen um 9 Uhr durch die Hecke krabbeln. Ich frage mich, hier müsste doch, wenn es jetzt hier einer stehen würde, müsste doch hier schon einer beißen, oder nicht? Oder die haben wirklich morgens wieder keinen Bock. Gestern war es ja wirklich ganz klar so, dass die morgens nichts gemacht haben. Ja, aber kann ja jeden Tag anders. Naja, eben nicht, leider. Stell dir mal vor, wir müssen den ganzen Tag wieder warten bis 17 Uhr. Das wäre nicht schön. Ich würde sagen, wir hauen hier jetzt ab. Ja. So, nächster Spot. Oh, die Sonne kommt raus, das denn. Ja, schön. Lieber wäre es mir, wenn die Hechte rauskommen würden. Aber vielleicht ist die Sonne ja ein Wegzeichen für die Hechte. Oh, hier ist geil, hier waren wir noch gar nicht. Die sind ja schon echt brutal trüb, muss man sagen. Ja, stimmt. Fisch. Fisch? Oh ja. Ah, Becky. Guck mal, wie auf dem Warrior wieder. Guck mal, wie hell die hier sind, Becky, ne? Weil dadurch, dass die kleinen Burschen hier, weil die haben die Farbe wie das Wasser. Sau, ja so beige, blass. Komm, Großer, ciao. So, entschneidert. Und jetzt brauchen wir einen größeren Köder, größeren Fisch. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Gestern haben wir wie lange gebraucht, Vicky? 6 Stunden. Ja. Letzter Wurf. Ein Wurf noch und dann geht's zum nächsten See. Wir haben 2 Ziele, Vicky, ne? Wir dürfen die Karpfen nicht Aber Hauptziel vernachlässigen. schon der dicke Hecht. Ja, ja. Dicker Entenfresser. Oh, dieser Wendekreis ist einfach sensationell, ne? So, hier ist der Teich, wo ich gestern dieses richtig große Vieh drauf hatte. Probieren wir mal, ob wir den noch mal kriegen. Go big or go home? Jo. Gucken, Bahn ist frei. Bahn ist frei. Oh, ja, oh, weg ist er! Guter Biss. Ja, sehr guter Biss. Welcher Köder? Warrior. Ah, aber es war wieder so ein kleiner, aber boah, war das ein guter Biss. Das ist so krass. Dieser Teich scheint hier sehr ergiebig zu sein. Go big or go home. Becky wird lieber Go Home machen. Nee, gerade habe ich Bock zu angeln, ich will einen Fisch fangen. Es ist zwar echt unangenehm hier draußen der Wind und der leichte Regen, aber jetzt sind wir draußen, jetzt ziehen wir auch durch. Als du gestern da, hattest du einen Biss, ne? Auf der anderen Seite. Ja. So, das war's. Hier war meine große Hoffnung auf den Dicken. Wieder an der gleichen Stelle einen schönen Biss gehabt. Nicht rausgekriegt. Ich glaube, das war diesmal aber nicht so ein großer. Ich quetsche mich noch mal hier durch. Probiere da noch mal lang zu werfen. Ob das was bringt, keine Ahnung. Aber ein bisschen Invest muss man auch schon geben, um einen Dicken zu fangen. Ah, Biss! Jetzt hatte ich gerade den ersten Biss des Tages für mich auf dem Maze Runner 2.0 in einer sehr auffälligen Farbe. Ich habe aber noch keinen Trailerhook montiert. Das war vielleicht ein Fehler. War ein ganz schöner Biss.
kann nicht einschätzen, ob das ein großer oder kleiner Fisch war. Er hing nicht. Schade. Ich hätte mich jetzt hier auch gerne mal entschneidet auf dem Golfplatz. Aber genau an der gleichen Stelle, an der ich auch gestern meinen Fisch drauf hatte. So, ich gehe jetzt auf Nummer sicher und mache mir einen Trailerhook dran. BKK Trailerhook. Größe 2.0. Die passt ideal auf unseren Warrior L. Einfach drüber ziehen. Und schon ist die Bissausbeute deutlich besser. Hätte ich ein bisschen früher machen sollen. Die ganzen BKK-Sachen bekommt ihr natürlich bei mir bei Tackle Peak. Und jetzt kommt gerade schon das denn angerollt. Ey, Sicherheitsabstand. Ich würde sagen, klaren Karpfensee jetzt auf Hechtangeln nochmal. Und dann, oder obwohl auf dem Weg ist der Karpfensee, mal gucken, ob die Karpfen da sind. Das Gefühl, es ist noch mehr Wind als gestern. Ja, total. Die Mission Go ist big noch or nicht. go home. Ja. Hattest du das Motto früher im Club auch immer? Nee, aber so wie ich deine Bilder kenne von früher, du auf jeden Fall. Wo das, Davon distanziere ich mich. Das okay, stimmt. ich sag nur München. Das davon. Das, Ja? München? nee. War nicht, ne? Nee. Stimmt. Boah, guck, wie viele Enten hier sind. Becky, man muss da mal dazu stehen, was man gemacht hat. Nee. Da muss sich doch irgendwo ein richtig dicker Fisch verbergen, oder? Fischhorn! Großer? Kannst du noch schlecht einschätzen, ich glaube aber leider nicht. Ah, ne, ist eine Flöte. Sie werden nicht größer. Becky. Du musst dich noch entschneidern, Dicker. Ja. Ja, es war kein Entenfresser, deswegen. Lassen wir den gelten für Becky. Von mir aus. Ich glaube, hätte er den nicht schnell auf Land gezogen. War ja Leader-Touch. Ich wollte hier so einen flachen platzieren, dass ich ihn schön packen kann. Ist jetzt kein Weltuntergang, dass der losgegangen ist kurz vor den Füßen. Aber ich hätte mich trotzdem ganz gerne entschneidert. Aber geschrien, als wäre es ein Meter. Ja, erstmal. Guter Biss? Der Biss war ganz schön. Hat sich den Maze Runner im etwas tieferen Wasser hier in der Mitte gepackt. 2.0. Maze Runner 2.0. Da ist er, nächste. Besser? Ja, ein bisschen besser auf jeden Fall. Kescher holen? Ja, mach mal schnell, oder? Ja, den kriegst du hin, oder? Ja, wenn er gut hängt. Guck mal, die sind richtig aktiv jetzt hier. Oh ja, der ist erst ein besserer. Jawohl, Becky! Schöner Fisch. Sie werden auf jeden Fall etwas größer. Das, was schätzt, was hat er? 65? Ja, sowas. Auf den Maze Runner. Einwurf, nachdem ich gerade eben den anderen Fisch verloren habe. So, wir haben den Hecht verarztet. Den gibt es später im Restaurant des Golfplatzes, weil die sind scharf auf die Hechte. Die wollen Hechtlösle machen. Und jetzt haben wir endlich auch mal unseren Teil dazu beigetragen. Der Große, der ist der Einzige, der noch fehlt. Da steigt die Laune gleich wieder. Jetzt kommt auch gerade ein bisschen die Sonne raus. Vielleicht fangen wir ja heute noch das Golfplatzmonster. So, ohne Spaß. Das war doch gerade schon wieder eine kurze Beißphase. Ja, ist halt die Frage, öffnet die sich wieder? Weil es kann ja nicht sein, dass plötzlich hier nichts mehr sonst ist. Oh! Boah. Geiler Biss, ich hab's gesehen. Die werden insgesamt aber größer, würde ich sagen. Ich habe eine Zange dabei auch. Ja, sehr gut. Bisschen kleiner als deiner, glaube ich. Aber ein richtig geiler Biss. Maze Runner 2.0. Schöner Fisch. Der nächste schöne Hecht. Ja, sie werden größer, aber immer noch kein Entenfresser. Gut, ich bin trotzdem happy. Fühlt sich doch schon mal gut an. Bisschen Bisse wieder. So, hier gab es zumindest 2
schöne Fische. Und dann geht es jetzt rüber. Machen wir Karpfen. Ja. So, also Becky, du weißt ganz genau, anschleichen auf allen Vieren. Becky, anschleichen. Oh, hier vorne steht direkt einer. Geh mal wirklich runter. Oh ja, ich sehe ihn. Guck mal, wenn er jetzt schwimmt, dahin schwimmt, dann frisst das. Ich habe es jetzt genau vor seiner Nase abgelegt. Er schwimmt, er schwimmt, er schwimmt. Und da hinten steht er. Ist nicht schlecht, aber probier das mal heimlich. Geh da mal hin. So, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal lecker bei Club 51, nee, Golf 51 heißt das ja, was essen. Dicker Hecht und Karpfen. Das ist das Ziel, würde ich sagen, als alter Berliner, wa? Mal kicken, wie wir hier rauskommen, Markus. Hast du deine Rommi-Karten dabei? Spielen wir dabei. Du musst es lernen für die nächsten Touren. So, also, los geht's. Okay, der alte Kneipengänger hat hier was wieder mitgebracht. Du hast den Wert gewonnen. Markus hat tatsächlich heute mal gewonnen. Zweimal. Kartenglück. Guten Appetit, Markus. Wie immer, ich sag's immer wieder, Kamera weg, essen. So, Mittagspause ist vorbei. Schön Rommi gespielt. Gut gegessen. Sind wir eigentlich gestärkt für einen dicken Hecht. Oder Wels, oder was auch immer. Ich muss nochmal pingeln eigentlich. Das ist spannend. Ready? Los geht's. Hinterher, Vicky. Los geht das. Stell dir vor, du kommst beim ersten Date mit so einem Hobel hier angedüst. Auf einer öffentlichen Straße. Und fährst auch einfach querfeldein wie das denn hier. Oh, ich glaube, die Kurve können wir driften. Achtung. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Ist doch schön, ein bisschen Regen, oder? Gar keinen Bock. Regen und neu montieren. Eine sehr solide Kombi. Da liegt einer wie tot. Aber der Wurf war eigentlich perfekt, ne? Muss man sagen. Auf der anderen Seite ist ein Reh. Siehst du das Reh? Das Reh ist am Saufen gerade. Ist weg. Schade, ey. Hat Bock gemacht. Markus, halt die Fresse. Markus, Guck, jetzt habe ich mal so einen schönen Moment, nur versaust ihn gleich wieder. Geil für ein Swimbait eigentlich. So, Vicky, wo sind wir? Am Spot, wo ich meine beiden Fische vorhin in Anführungsstrichen fangen konnte, denn einen habe ich ja direkt wieder verloren. Selber Köder. Und irgendwie Also einer sind wir hier vom Wind geschützt. steht hier auf jeden Fall noch Ja. auf dem Swimmy. Bis? Aber wir haben es leider nicht geschafft, unser Ziel zu erfüllen und auch herausfinden, welcher Fisch hier die Enten frisst. Aber ich vermute mal, es ist eindeutig, es werden Hechte sein. Hier sind große drin. Wir hatten ein, zwei Mal die Chance, einen großen zu fangen. Trotzdem hat es Spaß gemacht, rauszufinden, was hier in den Golfplatzlöchern quasi wohnt. War schon geil, vor allem mit unseren Golfkarts. Ja. Und die Anlage ist auch wirklich wunderschön. Ja, Hat Bock gemacht. Ja. Ein bisschen mehr Fisch beim nächsten Mal vielleicht. genau. Golf 51, checkt's mal aus. Vielen Dank fürs Organisieren, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Jetzt spielen wir noch ein bisschen Rommi.